Hey zusammen, wahnsinnig cool, dass ihr heute bei dieser Analyse dabei seid. Wir werfen heute mal einen richtig tiefen, detaillierten Blick in unsere Quellen, um die wahren und ehrlich gesagt ziemlich überraschenden Mechanismen hinter unserem Wetter und den Ozeanen aufzudecken. Ich meine, wir haben alle so unsere Vorstellungen davon, wie die Natur funktioniert, richtig? Aber heute knöpfen wir uns die Mechanik vor, die unseren Planeten buchstäblich am Laufen hält. Es geht um die natürliche Zirkulation, quasi den verborgenen Motor von Wind und Gezeiten. Fangen wir mal mit einer scheinbar total banalen Frage an. Was genau erzeugt eigentlich Wind und Gezeiten? Naja, wenn wir an Wind denken, stellen wir uns meistens einfach Luft vor, die sich irgendwie bewegt. Und bei den Gezeiten, da haben wir doch sofort dieses klassische Bild vom Mond im Kopf, der das Wasser mit seiner Schwerkraft anzieht. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, ist das wirklich schon die ganze Geschichte? Was wäre, wenn unsere Quellen hier einen absoluten Gamechanger aufzeigen, den wir bislang einfach übersehen haben? Wir gehen das Ganze logisch Schritt für Schritt durch. Erstens schauen wir uns den Motor des Himmels an. Zweitens machen wir ein kleines Gedankenexperiment mit einem Fahrradschlauch. Drittens geht's um Berge, Planeten und Wind. Viertens decken wir die verborgenen Gezeiten der Sonne auf. Und fünftens gibt's natürlich ein knackiges Fazit. Los geht's mit unserem ersten Punkt: der Motor des Himmels. Wenn wir uns die Daten genau ansehen, kristallisiert sich eine richtig faszinierende Kernthese heraus. Wind und Gezeiten werden nämlich ganz grundsätzlich durch ein ziemlich simples Zusammenspiel angetrieben, und zwar von Temperatur- und Höhenunterschieden. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese gigantischen globalen Systeme, also Stürme, die über ganze Kontinente peitschen, oder Ozeane, die sich heben und senken, die beruhen auf der Interaktion von nur einer Handvoll absoluter Basics. Um das wirklich zu greifen, kommen wir zu Punkt 2, das Fahrradschlauchexperiment. Stellt euch mal einen ganz normalen, mit Luft gefüllten Fahrradschlauch vor. In Schritt 1 legen wir diesen Schlauch einfach flach auf den Tisch. Das eine Ende packen wir in eiskaltes Wasser, das andere Ende in kochend heißes Wasser. So, was passiert jetzt im Inneren? Eigentlich fast gar nichts. Es entsteht keine wirkliche Luftströmung, sondern nur so eine Art Schichtung. Also oben staut sich die warme Luft, unten die kalte. Ziemlich unspektakulär. Aber jetzt kommt Schritt 2. Wir nehmen exakt denselben Schlauch und stellen ihn schräg oder ganz senkrecht auf. Bam! Plötzlich fängt die Luftzirkulation an zu feuern. Die kalte, schwerere Luft sackt nach unten und drückt die warme, leichtere Luft nach oben weg. Der Wind ist geboren. Die Neigung, also dieser Höhenunterschied, ist quasi die geheime Zutat, die eine stehende Luftmasse in einen echten Sturm verwandeln kann. Okay, tauchen wir da mal ganz kurz in die Fachsprache ein. Das, was wir da im Schlauch gerade miterlebt haben, nennt man in der Physik Konvektion. Es ist exakt dieser mechanische Prozess. Kalte, massive Luft fällt nach unten und verdrängt die warme, leichtere Luft nach oben. Und ohne diesen Höhenunterschied, ohne die Möglichkeit, dass die kalte Luft im wahrsten Sinne des Wortes fallen kann, dann bleibt das komplette System einfach tot und still. Das bringt uns direkt zu unserem dritten Punkt: Berge, Planeten und Wind. Jetzt zoomen wir mal von unserem kleinen Fahrradschlauch raus in unser Sonnensystem und vergleichen ein paar Himmelskörper. Stellt euch vor, wir wickeln einen Planeten mit einer absolut glatten, ebenen Oberfläche in einen geschlossenen Luftkanal ein. Da gäbe es so gut wie keinen Wind. Hier auf der Erde oder auch auf dem Gasriesen Saturn sorgen riesige Gebirge und Unebenheiten dafür, dass Jetstreams und gewaltige Zirkulationssysteme entstehen. Und jetzt kommt ein echt cooles Detail aus unseren Quellen. Der Jupitermond Europa hat tatsächlich eine Atmosphäre. Aber da weht absolut kein Lüftchen. Warum? Weil seine eisige Oberfläche flach wie ein Pfannkuchen ist. Der Mond Europa ist quasi unser flach auf dem Tisch liegender Fahrradschlauch. Wahnsinn, oder? Also, worauf es hier wirklich ankommt, ist eine ganz spezifische Dreifaltigkeit. Erstens brauchen wir Temperaturunterschiede. Zweitens Höhenunterschiede, wie eben Gebirgsmassive. Und drittens die Schwerkraft, die an diesen unterschiedlich dichten Luftmassen zieht. Ein perfekt runder, flacher Planet mit einer geschlossenen Lufthülle hätte fast null Wind. Es muss einfach alles zusammenkommen. Erst dieses brillante, dreifache Zusammenspiel wirft den Motor der Atmosphäre so richtig an. Behaltet das mal ganz fest im Hinterkopf. Denn jetzt machen wir einen kleinen Gedankensprung. Das Verrückte ist nämlich, diese ganzen Regeln gelten absolut nicht nur für Gase wie unsere Luft. Die exakt gleichen thermodynamischen Gesetze greifen auch zu 100% bei Flüssigkeiten. Und damit sind wir bei Punkt 4, die verborgenen Gezeiten der Sonne. Das Prinzip ist super simpel, aber die Auswirkungen sind unvorstellbar riesig.
Genauso wie bei unserem Schlauch gibt es auf der Erde eine warme und eine kalte Seite. Die Sonne brennt auf die Tagseite und erwärmt das Ozeanwasser dort extrem, während die riesigen Wassermassen auf der dunklen Nachtseite massiv abkühlen. Das erzeugt natürlich unglaubliche thermische Differenzen innerhalb dieser einen gigantischen Flüssigkeit, die wir Ozean nennen. So, und jetzt haltet euch fest. Hört euch mal dieses Zitat aus unseren Unterlagen an. Die Energie der Sonnenstrahlung auf das Meer ist um ein Vielfaches größer als die Gravitationskraft des Mondes. Lasst das mal kurz sacken. Wir alle, wirklich jeder von uns, hat in der Schule gelernt, dass der Mond mit seiner Anziehungskraft quasi der alleinige Boss der Gezeiten ist. Versteht mich nicht falsch, das ist nicht komplett gelogen, aber es ist eben bei weitem nicht die ganze Wahrheit. Die Sonne ballert dermaßen viel thermische Energie in unser Wasser, dass sie einen ganz eigenen, gewaltigen mechanischen Effekt auslöst. Und das, Leute, illustriert so unglaublich genial das Konzept der thermischen Volumenverlagerung. Das kalte, deutlich schwerere Wasser auf der Nachtseite sinkt ab und schiebt das wärmere, leichtere Wasser auf der Tagseite quasi beiseite. Fällt euch was auf? Das ist haargenau dasselbe Konvektionsprinzip wie in unserem simplen Fahrradschlauch, nur eben im globalen Maßstab unter Wasser. Das Wasser verschiebt sich rein physisch. Unsere Gezeiten entstehen also zu einem richtig großen Teil durch diese thermisch bedingten Verlagerungen und das arbeitet Hand in Hand mit der Schwerkraft von Sonne und Mond. Damit kommen wir auch schon zu unserem 5. und letzten Abschnitt, dem großen Fazit. Wenn wir also all diese Puzzleteile zusammenlegen, wird das Bild auf einmal total klar. Egal, ob wir von den Stürmen am Himmel oder den Gezeiten im Ozean reden, beides sind im Grunde nur gigantische Motoren betrieben mit Flüssigkeit oder Gas. Wind braucht diese 3 Dinge: Temperatur, Schwerkraft und physische Barrieren wie Berge. Gezeiten brauchen die Gravitation des Mondes, ganz klar, aber eben auch absolut zwingend diese extremen Temperaturunterschiede, die die Sonne ins System pumpt. Die Natur ist da super effizient. Sie nutzt für alles im Grunde die gleichen physikalischen Werkzeuge. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Frage aus dem Quellenmaterial mit auf den Weg geben, die mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Wie würde unsere Erde eigentlich aussehen, wenn diese lebenswichtigen Temperaturunterschiede einfach wegfallen würden? Stellt euch das mal vor. Wenn ihr also das nächste Mal draußen steht, euch der Wind um die Ohren weht oder ihr am Strand die Flut beobachtet, denkt kurz an den aufgestellten Fahrradschlauch. Denkt an all diese unsichtbaren Temperatur- und Höhenunterschiede, die völlig geräuschlos die absolut mächtigsten Kräfte unseres Planeten steuern. Am Ende ist eben alles thermodynamisch miteinander verwoben. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für diese tiefgehende Analyse genommen habt. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.